Was ist eigentlich mit dem Nachlass von Burkhard Heim passiert? Bleibt er erhalten und ist er auch weiter der Öffentlichkeit oder zumindest der Fachöffentlichkeit zugänglich? Dieses Geheimnis möchte ich in diesem Video lüften und außerdem habt ihr die Gelegenheit, ein ganz besonderes Asset für eure eigene Bibliothek zu erwerben. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und auf diesem Kanal erkläre ich euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Ich bin heute in einem ganz besonderen Raum, den ihr vielleicht mal in einem anderen meiner Videos gesehen habt. Und zwar, ich mache mal einen kleinen Rundumschwenk. Ich saß mal mit dem Jascha Schmitz von Faith.Science vor dieser Bücherwand und ich habe das damals unkommentiert gelassen, was das eigentlich ist, aber das sind circa, ich werde das jetzt verraten, es sind ungefähr 1000 Bücher, alle über das Thema UFOs. Und neben den Büchern sind hier Sachen wie Zeitschriften, einschlägige Zeitschriften, zum Beispiel die größte vollständige Sammlung von MUFON-CES-Zeitschriften, nicht MUFON Journals in Deutschland, die einzige vollständige in Deutschland, soweit ich weiß. Und einige werden das vielleicht schon geraten haben. Es handelt sich um nichts anderes als ein Teil, zumindest des wissenschaftlichen Nachlasses von Illobrand von Ludwiger. Illobrand von Ludwiger ist im Juli 2023 verstorben und nach seinem Tod habe ich mich bereit erklärt, einige seiner Sachen bei mir weiter zu lagern. Also den Teil seines Nachlasses, der für die Verwendung durch die IGAAP bestimmt war. IGAAP, das ist die interdisziplinäre Gesellschaft zur Analyse anormaler Phänomene e.V. Das war sozusagen ein Spin-off des von Illobrands ursprünglichen Verein, der MUFON-CES, MUFON Mutual UFO Network Central Europe, also der europäische Zweig der amerikanischen Organisation. Und er wollte sich unter anderem, ging es ihm darum, dass er abseits von den immer noch stattfindenden Grundlagendiskussionen also einem Kreis, der sich auf einen bestimmten Bereich festgelegt hat, die tieferen Fragen untersuchen wollte, auch die theoretischen Fragen, insbesondere im Rahmen der Heimtheorie. Ja, und jetzt zeige ich euch noch ein paar Sachen, die hier sind. Hier ist zum Beispiel Bild von Burkhard Heim. Wasserfarben, mit Wasserfarben gemalt von Illobrand von Ludwiger selber, hing eine Zeit lang auf seiner Burg Rabeneck in der Oberpfalz, wo er in seinen jungen Jahren, sage ich mal, ein bisschen gewohnt hat. Sorry für das ganze Equipment hier. Dieses Bild, das stammt von einem, ja nicht bekannten, aber doch zumindest professionellen Künstler. Das war auch irgendwann mal abgebildet in einem von Burkhard Heims Publikationen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gefunden, in welcher, aber ich hatte es vorher also schon mal gesehen, bevor ich das Original übernommen habe. Das sind verschiedene Denker und Forscher, die hier also abgebildet sind. Unverkennbar, hier ist der Einstein und ich glaube, das sind Descartes und Newton, ich weiß nicht welcher, ich kenne sie nicht genau. Hier unten, das soll, glaube ich, Hermes Trismegistos sein. Und hier ist Burkhard Heim, hier sind die Spaltenarme unverkennbar. Und er guckt aber ins Zentrum, also Richtung Geist, während zumindest die modernen Forscher alle Richtung vorne, also Richtung Materie gucken. So, und natürlich lagert hier auch ein Teil von Burkhard Heims eigenem Nachlass, also der Teil, der damals zu Illobrand von Ludwiger gewandert ist, aus Burkhard Heims eigenem Archiv. Und das ist dieses Regal hier. Es ist gar nicht mal viel. Aber es ist auch nicht alles. Denn der Verein, also die IGAP, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir die Sachen, damit sie nicht verloren gehen können und auch besser zugänglich sind, dass wir sie digitalisieren. Ihr habt auf meinem Kanal seid ihr sicherlich schon auf die Lost Tapes gestoßen, die sogenannten. Das waren also ein Teil dieses Nachlasses bestand aus Tonbandkassetten, die bereits digitalisiert sind
von denen ich immer mal wieder was veröffentliche, manchmal kommentiert oder auch auf dem Kanal der IGAP, irgendwann kommen sie sicherlich alle, aber so peu à peu einfach, man muss sie ein bisschen bearbeiten, immer. Und ja, und andere Mitglieder sind tatsächlich dabei, Unterlagen abzufotografieren, dass sie also verewigt werden, masselos verewigt werden, gewissermaßen. Und Ziel ist es natürlich, dass das Ganze irgendwann im Internet zugänglich ist, online. Bis dahin ist aber noch viel Arbeit zu tun. Und es ist wirklich eine Sisyphus-Arbeit. Hut ab vor den Kollegen, die sich den Schuh angezogen haben. Und ich nehme jetzt einfach mal eine so eine Mappe und zeige euch, was hier tatsächlich alles drin ist. Ich hoffe, man kann es erkennen. Diplom. Herr Burkhard Heim, geboren 9. Februar 25 in Potsdam und so weiter. Diplom, Abitur, Hauptprüfung Sütterlin, ich kann es schlecht lesen, an der Georg-August-Universität in Göttingen bestanden und hiermit der akademische Grad des Diplomphysikers. Burkhard Heims Physik-Diplomurkunde. Und dann sind hier noch also ganz viele Briefwechsel mit Hermann Obert zum Beispiel. Hermann Obert, Vater der deutschen Raketenforschung und überhaupt der Raketenforschung, also der noch vor Wernher von Braun kam. Mit dem war er persönlich in Kontakt in den 50er und 60er Jahren, hat ihm seine Ideen geschildert. Hochspannende Sachen. Wenn es eines Tages, wenn ich die Zeit gefunden habe, endlich mal alles durchzusehen, dann könnt ihr euch noch auf einige spannende Videos gefasst machen. Außerdem habe ich Kontakt aufgenommen zum Stadtarchiv der Stadt Nordheim, wo der Teil von Burkhard Heims Nachlass lagert, der direkt aus seinem Haus oder seinem Institut damals gerettet wurde, muss man sagen. Ein paar Sachen stammen, glaube ich, auch von Innsbruck, von Professor Resch. Aber die wären also bereit, auch dann den Nachlass physisch später zu lagern, sodass auch die Originalsachen erhalten bleiben und öffentlich zugänglich sind. Insgesamt ist es aber noch viel mehr. Hier sind Kartons, die habe ich noch gar nicht ausgepackt und um einige von diesen geht es auch im Speziellen in diesem Video, da kommen wir nämlich zum Kern. Hier noch, das sind Hildebrand von Ludwigers Fallstudien zu UFOs, also seine Fallberichte, Zeugenaussagen, Originalzeichnungen von den Leuten aus Jahrzehnten, muss man sagen. Hochspannendes Material. Das ist auch weiter Gegenstand von Analysen und Publikationen, die also auch die deutsche UFO-Forschung nochmal voranbringen können. Natürlich wird das nicht öffentlich gemacht werden, weil Namen von Zeugen und sowas, ich glaube, den wenigsten Leuten ist das recht, wenn sie im Zusammenhang mit einer UFO-Sichtung, wenn ihr Name irgendwo im Klartext im Internet steht. Das sicherlich nicht. Insgesamt waren das ungefähr 100 Kartons, die zu mir gekommen sind. Das sind so Bücher-Umzugskartons, so ein bisschen kleiner als normale Umzugskartons, aber entsprechend, dass das nicht zu viel wird, dass man es tragen kann und dass die Kartons auch stabil bleiben, ist in den meisten Fällen auch gelungen. Aber natürlich ist das vor allem ein Platzproblem, die Sachen zu lagern. Und das bei mir ist nur eine Zwischenlösung. Es war nie so gedacht, dass es hier ewig bleibt und es ist auch, tatsächlich ziehe ich sogar aus diesem Haus aus. In 3 Monaten bin ich hier schon weg und deswegen brauchen wir sowieso andere Lösungen. Und für die meisten Sachen haben wir schon einen Verbleib gefunden, wo sie hinkommen, aber für einen Teil, da könnt ihr euch tatsächlich daran beteiligen, den Sachen ein neues Zuhause zu geben. Und zwar das sind hauptsächlich diese Kisten hier und was in dem Regal hier hinter mir ist, da habe ich mal ein paar von denen ausgepackt, das ist Burkhard Heims Büchersammlung also Fachbücher für Physik, Philosophie, Mathematik, also richtige Fachbücher, aber auch allgemeine oder populärwissenschaftlichere Publikationen. Insgesamt, das glaube ich so, zwischen 400 und 600 Bücher, ich habe es nicht genau gezählt, circa 20 Kartons, ich glaube 20 oder 22. So, und ihr habt heute die einmalige Gelegenheit, einen oder auch mehrere dieser Kartons für eure private Bibliothek zu erwerben. Und nicht, dass ihr denkt, ich würde hier wertvolle Sachen verscherbeln, die mir gar nicht gehören. Wir haben das bei der IGAP beschlossen, wir haben keinen Platz dafür und sie müssen einfach weg. Und
tatsächlich wertvoll. Also sie gehören mir erstens nicht und wertvoll sind sie leider nicht. Das war das Erste, was ich versucht habe, ein Antiquariat zu finden, das die Sammlung als Ganzes übernommen hätte. Aber der Büchermarkt ist so gesättigt und die meisten Sachen sind auch so spezielle Publikationen, für die einfach keine Nachfrage besteht oder nach denen niemand sucht. Das meiste wird ja online gesucht heute. Und deswegen gab es also niemanden, der bereit gewesen wäre, das zu nehmen. Und deshalb die ersten 20 Leute, die mir eine E-Mail schreiben, circa 20, also solange der Vorrat reicht, die mir eine E-Mail schreiben, erhalten einen dieser Kartons gegen eine kleine Zuwendung an die IGAAP. Das ist keine Spende, weil wir können keine Spendenquittung ausstellen. Kein Finanzamt in Deutschland erkennt die UFO-Forschung als gemeinnützig an. Deswegen sind wir also nicht als gemeinnützig anerkannt natürlich. Sagt einiges über die Finanzämter aus. Aber also gegen eine Zuwendung an den Verein, da sind die Versandkosten mit abgedeckt und es spült uns ein bisschen was in die Kassen, dass wir auch wieder Budget haben für die Transportkosten, die hier anfallen. 25 € pro Karton haben wir angesetzt. Wer möchte, kann uns natürlich auch gerne etwas mehr überweisen. Also es handelt sich natürlich um ein Überraschungspaket. Ich werde nichts sortieren oder aussortieren oder so. Die noch verpackt sind, kommen so wie sie sind und was im Regal ist, das packe ich einfach wahllos irgendwie zusammen. Aber wir gucken einfach mal rein, was so drin sein könnte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass trotzdem irgendwas drunter ist, was einen antiquarischen Wert hat. Also kann sein, dass ich das bezahlt machen würde. Es sind so zwischen 25 und 35 Bücher pro Karton. Das kommt ein bisschen auf die Größe an. Schauen, was hier so ist. Physik ohne Realität. Tiefsinn oder Wahnsinn. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Physik ohne Realität, Tiefsinn oder Wahnsinn. Beliebtes Thema für Leute, die also die zeitgenössische Wissenschaft kritisch sehen. Kip Thorne, gekrümmter Raum, verbogene Zeit, das habe ich selber. Das ist Kip Thorne, großer Relativitätstheoretiker. Das ist sicherlich interessant. Und was ist hier noch? Die Wunderwelt der 4. Dimension. Ja, nicht der 6., aber schon mal der 4. Pack später wieder ein. Und gehe nochmal zu dem Regal. Das haben wir hier, gut, Lexikon der Physik, relativistische Physik vom Schmutzer. Dann haben wir hier, das ist das älteste, was ich gefunden hatte. 1892, eine Theorie der Gravitation und der elektrischen Erscheinungen. Das sind auch ein paar Fachbücher aus den 20ern, hier höhere Mathematik aus den 20er Jahren. Kann auch sein, dass die von Illobrands eigenem Vater stammen. Dann, was haben wir hier, so ein paar Spektrumbücher, Gravitation, Evolution. Und hier oben habe ich sogar den Campbell gesehen, große Theorie von allem. Also alles Mögliche dabei. Und wer, wie gesagt, einen der Kartons haben möchte, schreibt mir einfach eine E-Mail an info@nataltraining.de. Natürlich mit eurer Adresse. Ihr bekommt dann die Kontodaten der IGAP und wenn das Geld eingegangen ist, kriegt ihr dann ein paar Tage später euer Überraschungspaket. Und apropos Nataltraining, da ich, wie gesagt, aus diesem Haus ausziehe, wohin, das sage ich noch nicht, aber schon mal so viel, es wird nicht mehr in Deutschland sein und in Zukunft wird es daher auch weniger Seminare in Deutschland geben. Denn es ist Zeit, dass Natal über die Grenzen der kleinen Provinz hinaus bekannt wird und auch angeboten wird. Und ich habe noch im Anfang April und Anfang Mai einen Anfängerkurs hier. Wer also sagt, das liegt mir geografisch günstig, der kann doch vielleicht kurzfristig überlegen, ob er teilnehmen möchte. In jedem Fall wünsche ich euch, wenn ihr eine der Kisten bekommt, wünsche ich euch spannende Stunden beim Schmökern und Lesen. Ansonsten spannende Stunden beim weiteren YouTube-Videos schauen oder bei euren geistigen Übungen, welcher Art auch immer, in 6 Dimensionen und in Farbe.